Lektion 1. Die sich verändernde Natur des Sports. Hey Anna, kann ich deine Gedanken zu etwas im Zusammenhang mit Sport hören? Bei einem bestimmten Thema bin ich etwas hin und her gerissen. Absolut. John, was beschäftigt dich, wenn es um die Welt des Sports geht? Nun, du weißt, dass das gesamte Konzept des Amateurismus früher ein Kernprinzip des Leistungssports war, oder? Ja, damit bin ich vertraut. Es wurde als eine Möglichkeit angesehen, die Reinheit und Integrität des sportlichen Wettkampfs aufrechtzuerhalten. Exakt. Aber es scheint, als hätte sich diese Philosophie im Laufe der Zeit wirklich verändert. Findest du nicht? Du hast recht. Die Grenze zwischen Amateur und Profi verschwimmt zunehmend, insbesondere auf höchstem Niveau des Sports. Ja. Ich meine, früher war es skandalös, wenn ein Athlet dabei erwischt wurde, irgendeine Art von Bezahlung oder Werbeaktion anzunehmen. Absolut. Es wurde als Verrat am Amateurgeist angesehen. Aber jetzt sind sogar olympische Athleten offen Profis. Genau. Und ich frage mich, ob diese Veränderung der zugrunde liegenden Philosophie des Sports irgendwie widerspricht. Das ist ein interessanter Punkt. Denken Sie, die Kommerzialisierung des Sports hat einen Teil der Reinheit und der Ideale, die ihn früher definiert haben, untergraben? In gewisser Weise ja. Ich meine, bei dem ganzen Konzept des Amateurismus ging es darum, gleiche Wettbewerbsbedingungen aufrechtzuerhalten. Oder? Richtig, es sollte sicherstellen, dass sportlicher Erfolg ausschließlich auf Können und Engagement beruhte, nicht auf finanziellen Ressourcen. Exakt. Aber jetzt haben sie diese superreichen Athleten und Teams, die sich quasi den Sieg erkaufen können. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Der Anstieg der Professionalität hat viel mehr Ungleichheit in die Gleichung eingebracht. Genau. Es fühlt sich an, als ob sich das Ethos des Sports vom reinen Streben nach Spitzenleistungen hin zu mehr Geld und Spektakel verlagert hat. Das ist eine wirklich durchdachte Beobachtung, John. Das scheint einigen der Kernwerte zu widersprechen, auf denen Sport ursprünglich aufgebaut wurde. Ja, es ist ein komplexes Thema. Ich bin gespannt auf Ihre Meinung. Denken Sie, dass die Entwicklung des Sports insgesamt positiv oder negativ war? Das ist eine gute Frage. Ich denke, sowohl das Amateur- als auch das Profimodell haben Vorzüge. Es lohnt sich jedoch auf jeden Fall zu untersuchen, wie sich die Änderungen auf den zugrunde liegenden Wettbewerbsgeist ausgewirkt haben. Stimme voll und ganz zu. Es ist sicherlich ein nuanciertes Thema. Wie dem auch sei, danke, dass du das mit mir durchgesprochen hast. Anna, es ist hilfreich, deine Perspektive zu verstehen. Natürlich. John, ich freue mich immer über solche zum Nachdenken anregenden Diskussionen rund um Sport und Gesellschaft. Da gibt es viel auszupacken. Absolut. Okay, ich sollte los, aber das war toll. Bis später. Lektion 2. Herausforderungen mit Zuversicht begegnen. Hey Anna, kann ich etwas von dir abprallen lassen? Ich bin ein bisschen gestresst wegen einer bevorstehenden Herausforderung. Sicher, John. Was ist los? Ich freue mich, ein offenes Ohr zu haben und zu sehen, ob ich einen Rat geben kann. Nun, da ist dieses große Projekt auf der Arbeit, mit dessen Leitung ich beauftragt wurde, und um ehrlich zu sein, fühle ich mich ein bisschen überfordert. Ich verstehe. Was ist es, das dich an diesem Projekt gestresst fühlt? Ich denke, es ist nur das Ausmaß und die Komplexität. Es erweitert wirklich die Grenzen meiner Erfahrung und meines Fachwissens.
Ich verstehe. Die Bewältigung einer großen Herausforderung kann definitiv entmutigend sein. Aber wissen Sie, das ist auch eine Wachstumschance. Das ist ein gutes Argument. Ich schätze, ich könnte es so betrachten. Es ist einfach schwer, mich nicht auf all die Arten zu konzentrieren, an denen ich scheitern könnte. Weißt du? Ich höre dich. Es ist leicht, in Worst-Case-Szenarien verwickelt zu werden. Aber versuchen Sie, es neu zu formulieren, um zu beweisen, wozu Sie fähig sind. Okay, das ist eine interessante Perspektive. Wie schlägst du vor, dass ich das Positive angehe? Nun, sei zuallererst nicht zu hart zu dir selbst. Erkenne an, dass es ein großes Unterfangen ist, aber erkenne auch deine Stärken und Qualifikationen an. Richtig. Okay, ich sollte mich auf meine Stärken konzentrieren, anstatt auf meinen Schwächen zu verweilen. Exakt. Und teilen Sie das Projekt in kleinere, überschaubarere Schritte auf. Gehen Sie es Stück für Stück an, anstatt sich vom Ganzen überwältigen zu lassen. Das macht Sinn. Zerlegen Sie es in kleine Aufgaben. Das kann ich auf jeden Fall machen. Absolut. Und scheuen Sie sich nicht, Ihr Team oder Ihre Mentoren um Hilfe oder Anleitung zu bitten. Verlassen Sie sich auf Ihr Unterstützungssystem. Gute Entscheidung. Ich habe viele talentierte Leute um mich herum, die ich nutzen kann. Ich sollte nicht versuchen, das alles alleine zu machen. Genau. Und schließlich, versuchen Sie, eine positive, selbstbewusste Denkweise beizubehalten. Stellen Sie sich vor, wie Sie erfolgreich sind und nicht scheitern. Holm, das ist eine interessante Technik. Visualisieren Sie eher das positive als das negative Ergebnis. Ja, es kann wirklich mächtig sein. Es hilft, Ihr Unterbewusstsein so zu programmieren, dass es an Ihre Fähigkeit glaubt, die Herausforderung zu meistern. Das gefällt mir. Okay, du hast mir hier viele gute Ratschläge gegeben. Anna, ich fühle mich jetzt viel besser gerüstet, um das in Angriff zu nehmen. Ich bin so froh, dass ich helfen konnte, eine neue Perspektive zu bieten, John. Denk dran, du schaffst das. Bleib konzentriert und vertraue auf dich selbst. Das werde ich tun. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mit mir zu besprechen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Jederzeit. John, ich freue mich immer, ein offenes Ohr zu haben und Strategien zu teilen, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Fantastisch. Gut, ich sollte los, aber das war super hilfreich. Bis später. Lektion 3. Die Fitnessroutine-Debatte. Hallo Anna, kann ich deine Meinung zu etwas rund um Fitness bekommen? Ich bin gespannt auf deine Gedanken. Absolut. John, woran denken Sie, wenn es um Fitness geht? Nun, ich habe versucht, die perfekte Trainingsroutine zu finden. Weißt du, ich bin hin und her gerissen, ob ich mich mehr auf Cardio oder Krafttraining konzentriere. Ich verstehe. Das ist ein interessantes Dilemma. Was hast du bisher in deinem Fitnessprogramm gemacht? Im Moment strebe ich etwa 30 Minuten Cardio und 15 Minuten Stretching pro Tag an. Das ist eine gute Balance. Aber was ist mit Krafttraining? Hast du das Gefühl, dass du diesen Aspekt vernachlässigst? Das ist die Sache. Ich habe irgendwie beim Krafttraining gespart. Ich glaube, ich fühle mich einfach mehr zum Cardio hingezogen. Ich kann den Reiz von Cardio verstehen, aber es ist wichtig, auch die Vorteile des Krafttrainings nicht zu übersehen.
Du bringst ein gutes Argument vor. Was sollte Ihrer Meinung nach das ideale Gleichgewicht zwischen den beiden sein? Nun, es hängt wirklich von Ihren spezifischen Fitnesszielen ab. Aber im Allgemeinen würde ich empfehlen, ein Verhältnis von Krafttraining zu Cardio von 2:1 oder 3:1 anzustreben. Ey, okay, das ist interessant. Eine solche Trennung hatte ich nicht in Betracht gezogen. Kannst du etwas näher darauf eingehen? Sicher. Der Grund, warum ich vorschlage, mich etwas mehr auf Krafttraining zu konzentrieren, ist, dass es beim Aufbau und Erhalt von Muskelmasse hilft, was für die allgemeine Gesundheit und Fitness so wichtig ist. Ah, ich verstehe. Das Krafttraining würde also das Cardio ergänzen, um ein abgerundetes Training zu erhalten. Exakt. Das Cardio ist großartig für die Herz-Kreislauf-Gesundheit und die Kalorienverbrennung, aber das Krafttraining unterstützt dies, indem es den Muskeltonus und den Stoffwechsel erhöht. Das macht sehr viel Sinn. Ich glaube, ich habe diesen muskelaufbauenden Aspekt in meiner Routine irgendwie vernachlässigt. Das ist ein häufiger Fehler, aber es ist wichtig, dieses Gleichgewicht zu finden. Versuchen Sie vielleicht, mit 20 bis 25 Minuten Cardio und 10 bis 15 Minuten Krafttraining zu beginnen. Okay, ich kann definitiv daran arbeiten, meine Routine so anzupassen. Danke für den hilfreichen Rat, Anna. Natürlich. John, bei Fitness geht es darum herauszufinden, was für Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele am besten geeignet ist. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Das werde ich tun. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir das zu erklären. Es hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Jederzeit. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer Fitnessreise. Bleiben Sie konsequent und vertrauen Sie dem Prozess. Danke, das werde ich. Wir sehen uns später. Anna. Lektion 4. Navigieren zu den Transportoptionen. Guten Morgen. Anna. Hey, ich wollte dich etwas fragen, das mit dem Transport zu tun hat, falls es dir nichts ausmacht. Hallo da. Überhaupt nicht. Ich unterhalte mich gerne über Transport. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe in diesen Tagen versucht herauszufinden, wie ich mich in der Stadt am besten fortbewegen kann. Und ich bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen ein paar verschiedenen Optionen. Okay, ich verstehe. Was erwägen Sie als mögliche Transportmittel? Ich versuche hauptsächlich zu entscheiden, ob ich den Bus nehmen, Fahrrad fahren oder einen Mitfahrservice wie Uber oder LYFT nutzen möchte. Ah, ich verstehe. Das sind alles gültige Optionen, jede mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen. Welche Faktoren wägen Sie bei Ihrer Entscheidung ab? Ich denke, die wichtigsten Dinge, die ich versuche, in Einklang zu bringen, sind Bequemlichkeit, Kosten und Das Umweltbelastung. ist ein großartiger Ansatz. Das sind alles wirklich wichtige Überlegungen bei der Entscheidung, wie Sie sich fortbewegen möchten. Exakt. Ich meine, der Bus ist wahrscheinlich die umweltfreundlichste Option, aber er kann weniger praktisch sein. Weißt du? Auf jeden Fall. Die Buslinien und Fahrpläne entsprechen nicht immer perfekt unseren Bedürfnissen. Was ist mit Radfahren? Das ist ein gutes Argument. Radfahren könnte ein guter Mittelweg sein, gut für die Umwelt und gibt mir eine gewisse Flexibilität. Richtig, und es ist auch eine großartige Möglichkeit, sich auf dem Weg zur Arbeit zu bewegen. Haben Sie Dinge wie Wetter und Entfernung berücksichtigt? Das ist eine gute Frage. Das Wetter spielt definitiv eine Rolle und die Entfernung zu meinem Ziel kann sehr unterschiedlich sein.
Okay, hier könnten sich die Riedeshaare-Optionen wie Uber oder LYFT als nützlich erweisen, insbesondere für längere Reisen oder schlechtes Wetter. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Sie sind wahrscheinlich am bequemsten, aber definitiv teurer als der Bus oder das Fahrrad. Exakt. Es geht darum, die Kompromisse abzuwägen und herauszufinden, was am besten zu Ihren spezifischen Bedürfnissen und Ihrem Budget passt. Absolut. Du hast mir viel zum Nachdenken gegeben. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, das mit mir durchzugehen. Ich helfe gerne, John. Das Navigieren im Transportwesen kann schwierig sein, aber ich bin sicher, Sie werden die richtige Lösung für Sie finden. Danke. Ich werde Ihren Rat auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ich meine Entscheidung treffe. Okay, ich sollte los, aber das war großartig. Hört sich gut an. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Transportfragen haben. Passt auf euch auf. Das werde ich tun. Nochmals vielen Dank, Anna. Wir sehen uns später. Lektion 5. Netzwerkstrategien. Hey Anna, kann ich dir den Kopf zum Thema Networking zerbrechen? Ich komme gerade von einer großen Branchenveranstaltung zurück. Absolut. John, ich freue mich, über Networking zu sprechen. Wie lief die Veranstaltung für Sie? Nun, ich fühle mich ziemlich gut dabei. Ich habe einige gute Kontakte geknüpft, von denen ich hoffe, dass sie zu neuen Geschäftsmöglichkeiten führen werden. Das ist wunderbar zu hören. Networking kann ein so wertvolles Werkzeug sein. Hatten Sie bei der Veranstaltung eine bestimmte Strategie? Weißt du, ich habe versucht, dieses Mal etwas vorsätzlicher zu sein. Ich habe darauf geachtet, mich den Leuten vorzustellen, Fragen zu stellen und wirklich zu versuchen, sinnvolle Verbindungen herzustellen. Hervorragend. Das ist genau der richtige Ansatz. Beim Netzwerken dreht sich alles um Qualität statt Quantität, wenn es um die Verbindungen geht, die Sie herstellen. Auf jeden Fall. Ich habe nicht nur versucht, so viele Visitenkarten wie möglich zu sammeln. Ich habe mich darauf konzentriert, echte Gespräche zu führen. Das ist so wichtig. Und fanden Sie bestimmte Techniken hilfreich, um diesen sinnvollen Austausch zu ermöglichen? Nun, ich legte Wert darauf, wirklich zuzuhören, was die Leute sagen, Folgefragen zu stellen und zu versuchen, Gemeinsamkeiten zu Das finden. ist eine großartige Strategie. Aktives Zuhören und das Finden von Wegen, auf persönlicher Ebene Beziehungen aufzubauen, kann viel bewirken. Absolut. Ich habe auch versucht, mich eher als Ressource zu positionieren und nicht nur als jemand, der einen Verkauf tätigen will. Weißt du? Das ist ein aufschlussreicher Ansatz. Positionieren Sie sich als Kooperationspartner und nicht als reiner Transaktionsakteur. Exakt. Ich wollte zeigen, dass ich wirklich daran interessiert war, zu helfen und nicht nur für mich selbst zu werben. Das ist wunderbar, John. Das klingt so, als hätten Sie bei dieser Veranstaltung die Kunst des effektiven Networking auf den Punkt gebracht. Das hoffe ich wirklich. Ich fühle mich ziemlich gut in Bezug auf die Verbindungen, die ich geknüpft habe, und das Potenzial, das sie bergen. Das ist fantastisch. Die Pflege dieser neuen Beziehungen wird für die Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. Auf jeden Fall. Ich werde mich mit allen in Verbindung setzen und herausfinden, wie ich weiterhin Mehrwert bieten kann. Hervorragend. Diese Konsistenz und die Umsetzung werden so wichtig sein. Gut gemacht. Sie haben sich im Netzwerkprozess zurechtgefunden. Danke, Anna. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, darüber zu chatten.
Es ist hilfreich, Ihre Erkenntnisse zu erhalten. Natürlich. John, Networking ist eine so wichtige Fähigkeit, und es ist toll zu sehen, dass Sie so sorgfältig damit umgehen. Macht weiter so. Das werde ich tun. In Ordnung. Ich sollte los, aber das war wirklich wertvoll. Bis später. Lektion 6. Der Reiz von Bali. Hey Anna, ich wollte schon immer mal Bali besuchen. Was weißt du über die Attraktionen dort? Oh, Bali ist so ein atemberaubendes und kulturell reiches Reiseziel. Es gibt so viel zu sehen und zu tun. Wirklich? Was sind einige der Top-Attraktionen, die Ihnen auffallen? Nun, die wunderschönen Hindu-Tempel sind ein großer Anziehungspunkt, wie die berühmten Tana Lot und Uluwatu-Tempel. Ah ja, ich habe Fotos davon gesehen und sie sehen absolut atemberaubend aus. Auf jeden Fall. Und die Naturlandschaften sind einfach unglaublich. Die üppigen, terrassenförmig angelegten Reisfelder, atemberaubenden Strände und majestätischen Vulkane. Wow, das klingt nach meiner Art von Ort. Ich liebe es, in wunderschöne natürliche Umgebungen einzutauchen. Ich auch. Und die kulturellen Erlebnisse sind wirklich einzigartig. Sie können traditionelle Dörfer besuchen, lebhafte Tanzaufführungen beobachten und mehr über das lokale Kunsthandwerk erfahren. Das ist großartig. Ich würde gerne ein tieferes Verständnis der balinesischen Kultur und Lebensweise bekommen. Absolut. Und das Essen ist nicht von dieser Welt, so frisch, schmackhaft und einzigartig in der Region. Ähm, Du verkaufst mich wirklich auf Bali. Anna, ich habe das Gefühl, dass ich bald anfangen muss, eine Reise dorthin zu planen. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist so ein besonderer Ort. Die Kombination aus natürlicher Schönheit, reicher Kultur und herzlicher Gastfreundschaft ist wirklich beispiellos. In Ordnung, du hast mich überzeugt. Bali steht auf meiner Reiseliste. Danke für den tollen Überblick. Es ist mir ein Vergnügen, John. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit haben, wenn Sie die Gelegenheit haben, uns zu besuchen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Bali-Tipps benötigen. Das werde ich tun. Ich weiß es zu schätzen. Wir sehen uns später. Lektion 7. Das perfekte Hotelzimmer buchen. Hallo Anna. Ich versuche ein Hotel für eine bevorstehende Reise zu buchen und könnte deine Eingabe gebrauchen. Was sind deiner Meinung nach einige wichtige Dinge, die es zu beachten gilt? Oh, die Buchung eines Hotels kann definitiv ein wichtiger Bestandteil der Reiseplanung sein. Für welche Art von Reise ist das geschäftlich oder privat? Es ist eigentlich ein bisschen von beidem, eine Arbeitskonferenz, aber ich hoffe, meinen Aufenthalt verlängern und auch etwas Sichtsee machen zu können. Okay, das macht Sinn. In diesem Fall würde ich vorschlagen, nach einem Hotel zu suchen, das sowohl Ihren beruflichen als auch Ihren persönlichen Bedürfnissen gerecht wird. Guter Punkt. Gibt es konkrete Empfehlungen, worauf Sie sich konzentrieren sollten? Nun, für den Anfang würde ich mir die Zimmeroptionen ansehen. Schauen Sie, ob Sie einen auf einer höheren Etage finden können, da diese in der Regel leiser sind. Ah ja, das ist ein toller Tipp. Ähm, Ich werde auf jeden Fall die Verfügbarkeit der Zimmer für die höheren Stockwerke überprüfen. Und wenn möglich, versuchen Sie, ein Zimmer mit einer schönen Aussicht zu bekommen, auch wenn es etwas mehr kostet. Es kann Ihr Gesamterlebnis wirklich verbessern. Oh, das klingt wunderbar.
Ein Zimmer mit einer tollen Aussicht wäre wirklich nett, besonders für den Freizeitteil der Reise. Auf jeden Fall. Und vergessen Sie nicht, sich die Annehmlichkeiten und Dienstleistungen des Hotels wie das Fitnesscenter, den Pool oder das Business Center anzusehen. Gute Entscheidung. Solche Einrichtungen vor Ort könnten sehr hilfreich sein, besonders wenn ich während meiner Freizeit an einem Training teilnehmen möchte. Exakt. Und wenn Sie im Hotel arbeiten, stellen Sie sicher, dass das Zimmer über einen komfortablen Arbeitsbereich verfügt. Richtig, das ist eine wirklich wichtige Überlegung. Ich muss sicherstellen, dass ich einen festen Platz habe, um etwas Arbeit zu erledigen. Absolut. Und natürlich die Lage des Hotels in Bezug auf den Veranstaltungsort und alle Sehenswürdigkeiten, die Sie besuchen möchten. Ausgezeichneter Punkt. Ich muss das alles kartografieren, um den günstigsten zentralen Standort zu finden. Klingt, als ob du auf dem richtigen Weg bist, John. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie weitere Tipps zur Hotelbuchung benötigen, während Sie Ihre Optionen eingrenzen. Werde ich machen. Vielen Dank, Anna. Das war wirklich hilfreich. Sie haben mir viele großartige Dinge gegeben, die ich im Hinterkopf behalten sollte. Ich helfe gerne weiter. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Suche nach dem perfekten Hotel für Ihre bevorstehende Reise. Ich weiß es zu schätzen. Gut, ich sollte los, aber ich werde sicher sein, dass du alle letzten Entscheidungen triffst. Lektion 8. Laster überwinden. Hey Anna, ich wollte mit dir über etwas Wichtiges sprechen, die Überwindung einiger persönlicher Laster. Ich verstehe. Das ist ein sensibles, aber wichtiges Thema, John. Ich freue mich, mit Ihnen eine offene Diskussion darüber zu führen. Nun, ich hatte mit ein paar ungesunden Gewohnheiten zu kämpfen, von denen ich mich wirklich befreien möchte. Weißt du? Ich verstehe. Es kann eine schwierige Reise sein, aber ich lobe Sie dafür, dass Sie diesen ersten Schritt getan haben und etwas ändern wollen. Ja, es war nicht einfach. Ich habe das Gefühl, dass diese Laster zu Barrieren in meinem Leben geworden sind. Ich verstehe. Kannst du mir etwas mehr über die spezifischen Laster erzählen, die du zu überwinden hoffst? Nun, ich möchte hier lieber nicht auf die Einzelheiten eingehen, wenn das in Ordnung ist. Aber sie wirken sich definitiv auf meine Gesundheit und mein Wohlbefinden aus. Natürlich verstehe ich das vollkommen. Das Wichtigste ist, dass Sie die Notwendigkeit einer Veränderung erkennen. Exakt. Und ich weiß, dass es kein schneller oder einfacher Prozess sein wird, aber ich bin entschlossen, diese Gewohnheiten zu durchbrechen. Das ist eine sehr bewundernswerte Einstellung, John. Diese Entschlossenheit und Willenskraft zu haben, ist entscheidend. Danke, Anna. Ich schätze, ich suche nur nach Ratschlägen oder Strategien, die Sie haben könnten, um diese Art von Laster zu überwinden. Nun, der erste Schritt besteht oft darin, das Problem anzuerkennen und sich zu verpflichten, eine Änderung vorzunehmen. Von dort aus geht es darum, gesunde Alternativen und Bewältigungsmechanismen zu finden. Das macht sehr viel Sinn. Die ungesunden Gewohnheiten durch positivere ersetzen. Genau. Und es ist wichtig, während des gesamten Prozesses geduldig und nett zu sich selbst zu sein. Laster zu überwinden ist nicht einfach. Ich schätze diese Perspektive. Es ist leicht, zu hart mit mir selbst umzugehen, aber ich weiß, dass ich positiv bleiben muss. Absolut. Feiern Sie die kleinen Gewinne auf dem Weg und machen Sie sich nicht fertig, wenn Sie gelegentlich einen Fehler machen. Ich hab's. Das behalte ich im Hinterkopf.
Das war alles sehr hilfreich. Anna, ich fühle mich etwas besser gerüstet, um das in Angriff zu nehmen. Ich bin so froh, dass ich nützliche Hinweise geben konnte, John. Denk dran, du schaffst das. Ich bin hier, falls Sie weitere Unterstützung benötigen. Danke, das bedeutet mir viel. Gut, ich sollte los, aber ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, darüber zu chatten. Natürlich jederzeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrer Reise zur Überwindung dieser Laster. Du schaffst das. Danke, Anna. Ich werde Sie auf jeden Fall über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Wir sehen uns später. Lektion 9. Mit öffentlichem Reden vertraut sein. Hey Anna, ich wollte dich nach etwas fragen. Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit viele Reden gehalten hast. Sie haben recht, ich habe in letzter Zeit einige öffentliche Vorträge gehalten. Das ist beeindruckend. Ich weiß, dass viele Leute das Reden in der Öffentlichkeit als sehr entmutigend empfinden. Du hast absolut recht. Früher war es auch für mich eine Hauptquelle der Angst. Oh, wirklich? Das hätte ich nie gedacht. Du scheinst so ausgeglichen und bequem da oben zu sein. Nun, daran habe ich im Laufe der Jahre wirklich gearbeitet. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Das ist gut zu wissen. Es ist ermutigend zu hören, dass sogar jemand, der so selbstbewusst ist wie Sie, daran arbeiten musste. Auf jeden Fall. Früher war ich so nervös, bevor ich vor einer Menschenmenge sprechen musste. Das kann ich mir vorstellen. Was hast du getan, um diese Angst zu überwinden und dein Selbstvertrauen aufzubauen? Es war ein schrittweiser Prozess, aber ich denke, der Schlüssel lag darin, mich einfach öfter da draußen zu zeigen. Das macht Sinn. Übung macht den Meister, wie man so schön sagt. Exakt. Je mehr ich es tat, desto wohler fühlte ich mich. Jetzt spreche ich wirklich gerne in der Öffentlichkeit. Wow, das ist unglaublich. Ich bin wirklich beeindruckt von deiner Verwandlung. Danke, John. Es war nicht einfach, aber es war eine wertvolle Fähigkeit, die es zu entwickeln galt. Ich verstehe warum. In der Lage zu sein, selbstbewusst vor anderen zu sprechen, ist ein großer Vorteil. Absolut. Es hat mir so viele Möglichkeiten eröffnet. Ich wette, ich freue mich, dass du einen Weg gefunden hast, es anzunehmen. Vielleicht kannst du mir irgendwann ein paar Tipps geben. Unbedingt. Ich würde mich sehr freuen, mit Ihnen zu teilen, was ich gelernt habe. Lass es mich einfach wissen. Toll, ich nehme das mit dir auf. Das war wirklich aufschlussreich. Anna, Ich freue mich, dass du es hilfreich fandest. Öffentliches Sprechen ist eine Fähigkeit, die sich jeder aneignen kann. das ist gut zu wissen. Ich freue mich darauf, einige ihrer Techniken in die Praxis umzusetzen. Wunderbar. Ich bin sicher, du wirst das großartig machen, John. Denk einfach daran, dich zu entspannen und Spaß damit zu haben. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Nochmals vielen Dank für die Ermutigung und den Rat. Lektion 10. Dekorationsentscheidungen. Hallo Anna, ich wollte deine Meinung zu etwas hören, das mit meiner Inneneinrichtung zu tun hat. Hervorragend, ich würde mich freuen, meine Gedanken darzulegen. Vor welchem Dekorationsdilemma stehen Sie?
Nun, ich versuche herauszufinden, wie ich die Möbel in meinem Wohnzimmer am besten anordnen kann. Ah, ich verstehe. Das kann definitiv eine knifflige Entscheidung sein. Was erwägen Sie? Ich bin hin und her gerissen zwischen einem symmetrischen Muster oder einer vielseitigeren Anordnung. Das ist eine gute Frage. Es hängt wirklich vom Gesamtstil ab, für den Sie sich entscheiden. Das ist ein gutes Argument. Ich tendiere irgendwie zu einem moderneren, minimalistischeren Look. Okay, in diesem Fall könnte ein symmetrisches Layout wirklich gut funktionieren, um diese Ästhetik zu erreichen. Denkst du schon? Ich hatte Angst, es könnte zu formell oder starr wirken. Nicht unbedingt. Mit den richtigen Stücken können Sie dafür sorgen, dass sich ein symmetrisches Design sehr elegant und modern anfühlt. Interessant. Kannst du mir ein Beispiel dafür geben, wie das aussehen könnte? Sicher, stellen Sie sich ein Sofa vor, das mittig an der Wand steht und auf beiden Seiten von passenden Sesseln flankiert wird. Ah ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann vielleicht ein Couchtisch und Beistelltische, um die Symmetrie zu vervollständigen. Genau. Und Sie könnten einige skulpturale oder geometrische Akzente setzen, um die moderne Atmosphäre wirklich zu verbessern. Diese Idee gefällt mir sehr. Es klingt, als würde es einen wirklich sauberen, zusammenhängenden Look erzeugen. Auf jeden Fall. Aber der eklektische Ansatz hat natürlich auch seinen eigenen Reiz. Das ist wahr. Ich liebe die Idee, verschiedene Stile und Texturen zu mischen. Absolut. In diesem Fall könnten Sie mit asymmetrischer Platzierung und unterschiedlichen Möbelformen herumspielen. Das ist eine interessante Alternative. Ich muss die Vor- und Nachteile jedes Ansatzes abwägen. Nehmen Sie sich Zeit damit. Es gibt keine richtige Antwort. Es geht nur darum, herauszufinden, was Sie anspricht. Du hast recht. Es geht wirklich darum, meinen eigenen Designinstinkten zu vertrauen. Das war sehr hilfreich, Anna. Ich bin so froh, dass ich eine nützliche Perspektive bieten konnte. Lassen Sie mich wissen, für welche Richtung Sie sich entscheiden. Das werde ich tun. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, das mit mir zu besprechen. Es hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Bitte abonniere, like und teile unseren Kanal. Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr großartige Inhalte zu erstellen. Danke.